Und wir machen weiter mit dem 4×4. Bis jetzt haben wir ja diese Mittelsteine gelöst und die Kantensteine zu Paaren zusammengefasst. Wie gesagt, werden wir jetzt einfach so tun, als wenn wir einen 3×3 Würfel hätten. Und was ist da der erste Schritt, wenn wir einen 3×3 Würfel lösen wollen? Genau, wir lösen das weiße Kreuz. Da es für manche Anfänger schwierig ist, gleich auf Anhieb ein korrektes weißes Kreuz zu bilden, denn man muss ja natürlich auch die angrenzenden Seiten berücksichtigen. Ja, also es muss ja auch dann zusammenpassen. Hier wäre das jetzt weiß-blau. Fügen wir einen kleinen Schritt dazwischen, indem wir den Würfel umdrehen und die weißen Kanten an das gelbe Center ranholen. Also die äußeren Seiten kannst du ja einfach verdrehen und dann die weißen Kanten nach oben holen. Dabei kann es sein, dass nicht alle weißen Kanten nach oben schauen, sondern zur Seite. Da kümmern wir uns dann später drum. Erstmal sollen alle weißen Kantensteine hier oben am gelben Center sein. Also das schafft auch jeder Anfänger ohne Algorithmus, denke ich. So, wenn du Glück hast, schauen bei dir alle weißen Kantensteine nach oben. Bei mir ist es jetzt nicht so. Es kann an dieser Stelle allerdings bei dir auch schon der erste Sonderfall auftreten. Das wäre dann der Fall, wenn du zum Beispiel ein Kantensteinpaar hast oder 3 Kantensteinpaare, die eben nicht nach oben schauen, die du kippen musst. Diesen Sonderfall zeige ich gleich im Anschluss noch. Bleib einfach dran, wenn das bei dir so ist. Ich habe jetzt keinen Sonderfall. Ich kann den ganz normalen Algorithmus nehmen, um diese beiden Steine bei mir noch nach oben zu kippen. Dafür richte ich den Würfel erstmal nach einer der Abbildungen aus. Also das gleiche ist natürlich, wenn keiner von den 4 Kantensteinpaaren nach oben schaut, also alle 4 gekippt werden müssen. Auch dann kannst du diesen Algorithmus nehmen, den ich jetzt einblende. So. Bei mir sind jetzt alle 4 Kantensteinpaare oben. Falls es bei dir noch nicht der Fall ist, richte den Würfel einfach wieder nach einer der Abbildungen aus und wiederhole den Algorithmus, bis du alle 4 Kantensteinpaare, die weißen, oben hast. So, ich habe den Würfel jetzt noch mal ein bisschen verdreht, um dir den Sonderfall zu zeigen. Also wie du hier siehst, gibt es ein Kantenpaar, das nicht nach oben schaut. Also das Weiße schaut nicht nach oben und wir müssen ein Kantenpaar kippen. Genauso ist der Sonderfall, wenn du 3 Kantenpaare hast, die du kippen musst. Also bei 1 oder 3 Kantenpaaren hast du immer einen Sonderfall. Jetzt richtest du deinen Würfel, wenn das bei dir der Fall sein sollte, nach einem der beiden Abbildungen aus. Und jetzt führen wir einen wirklich ziemlich langen Algorithmus durch. Also du solltest dabei versuchen, sehr konzentriert zu bleiben, denn man verdreht sich da leicht mal. Du musst auch aufpassen, es sind viele so Doppeldrehungen dabei. Also immer wenn 2 Pfeile da sind oder eine 2 davor steht, musst du zweimal drehen die Ebene. Also da musst du sehr gut aufpassen. In dem Fall tun wir auch nicht mehr so, als wenn es ein 3×3 Würfel ist. Also wie du ja siehst an den Abbildungen, ist es jetzt... Also dieser Fall kann ja auch nur beim 4×4 Würfel auftreten, beziehungsweise bei allen Würfeln, die halt größer sind als 3×3. So, dann legen wir mal los.
So, Gott sei Dank, bei mir hat es geklappt. Jetzt habe ich alle 4 weißen Kantensteinpaare nach oben gekippt. Ich hoffe, bei dir hat es auch geklappt. Wir machen jetzt weiter und werden das weiße Kreuz an der Rückseite gleich vervollständigen, indem wir erstmal schauen, welches Kantensteinpaar denn wohin gehört. Also hier das weiß-grüne Kantensteinpaar drehen wir zum grünen Mittelstein, weil wir da dann die grüne Seite aufbauen wollen. Und dann drehen wir die ganze Ebene um 180 Grad nach unten, also 2 Drehungen. Das gleiche machen wir auch mit den anderen Kantensteinen. Und nun, wenn du den Würfel umdrehst, dann sieht es hoffentlich auch so aus und du hast ein weißes Kreuz gebildet. Also falls hier noch weiße Ecken irgendwo sein sollten, die interessieren uns erstmal nicht. Das Wichtige ist hier das weiße Kreuz. Als nächstes wollen wir nun die weiße Fläche vervollständigen, indem wir die fehlenden 4 Ecken, also weißen Ecken, farblich korrekt einfügen. Und zwar fügen wir die immer hier rechts oben ein. Also du hältst immer den Würfel so, dass die Ecke, die du einfügen möchtest, also dass das rechts oben ist. Dafür schauen wir erstmal rechts oben, welche Ecke dort denn hingehört. Das wäre in meinem Fall die weiß-orange-blaue Ecke. Die suche ich nun erstmal. Das kann jetzt sein, dass sie entweder hier irgendwo auf der hinteren Ebene ist oder dass sie hier vorne in einer falschen Ecke drin ist und wir sie erst rausholen müssen. Beides geht mit dem gleichen Algorithmus, den ich dir gleich zeige. Ich suche jetzt erstmal bei mir die weiß-orange-blaue Ecke. Die ist hier hinten. Und zwar drehe ich die jetzt auf der hinteren Ebene so hin, dass sie hinten rechts ist. Also das machst du auch mit deiner Ecke, die du einfügen möchtest. Du suchst, wo sie ist und durch Drehen der hinteren Ebene drehst du sie hier hinten rechts hin und wir holen sie jetzt eben nach vorne rechts mit diesem einfachen Algorithmus, den ich einblende. So, wir haben die jetzt vorgeholt und bei mir sitzt die auch schon richtig rum. Wenn bei dir die Ecke zwar am richtigen Platz sitzt, aber noch verdreht ist, dann wiederhole einfach den Algorithmus so oft, bis die richtig rum sitzt. Das kann manchmal ganz schön oft sein. Dann schaue ich einfach mal weiter. Ich drehe den Würfel so um, dass die nächste Ecke, die ich korrigieren möchte oder lösen möchte, wieder rechts oben ist. Das wäre bei mir die weiß-blau-rote Ecke. Die suche ich jetzt wieder und drehe sie rechts hinten hin. Und so verfahren wir einfach mit allen 4 Ecken. Also das kennst du vielleicht schon vom 3×3 Würfel. Und ich wiederhole das so oft, bis die Ecke richtig sitzt. So, jetzt haben wir die weiße Ebene, also die untere Ebene komplett. Du siehst, das passt hier auch zusammen immer mit den angrenzenden Flächen. Was machen wir als nächstes? Wir lösen sozusagen die mittlere Ebene, indem wir die Kantensteine korrekt einfügen hier. Dafür musst du den Würfel immer so ausrichten, dass sich die Kantensteine, die du tauschen möchtest, hier oben links und vorne rechts befinden. Also diese 2 tauschen immer. Also bei mir suche ich jetzt erstmal den grün-orangenen Kantenstein bzw. das Kantensteinpaar und drehe mir das dann so hin, dass es hier oben links ist. Und jetzt hole ich das von hier nach hier mit dem ganz einfachen Algorithmus. So. Auch hier ist es so, wenn
diese Kantensteine bei dir jetzt noch verdreht sein sollten, dann wiederhole den Algorithmus einfach so oft, bis die richtig sitzen. So. Dieses Paar sitzt schon richtig und wir wiederholen das einfach mit allen Kantensteinpaaren hier in der mittleren Ebene. Übrigens, sollte sich ein Kantensteinpaar mal nicht auf der oberen Ebene befinden, sondern schon in der mittleren Ebene sein, aber an der falschen Stelle, dann kannst du es von dort auch genau mit diesem Algorithmus hier rausholen, nach oben auf die obere Ebene und von dort aus dann wieder an der richtigen Stelle in der mittleren Ebene einfügen. Also die mittlere Ebene haben wir jetzt auch gelöst, beziehungsweise ja die zwei Ebenen. Und jetzt werden wir die letzte Seite noch lösen, nämlich indem wir anfangen und das gelbe Kreuz bilden. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn es kann wieder genau der gleiche Sonderfall auftreten wie beim weißen Kreuz, nämlich wenn ein Kantensteinpaar oder 3 Kantensteinpaare hier mit Gelb zur Seite zeigen und nicht nach oben. Dann nimm bitte wieder diesen gleichen Algorithmus für den Sonderfall, den wir schon für Weiß genommen haben. Den blende ich dir nachher auch nochmal ein. In meinem Fall können wir jetzt ganz normal mit der 3×3-Lösung weitermachen, da ich 2 Kantensteine schon korrekt habe. Also wenn du auch 2 korrekte Kantensteinpaare hast, oder kein korrektes Kantensteinpaar, dann kannst du mit dem Algorithmus, den ich jetzt einblende, weitermachen. Vorher richtest du den Würfel nach einer der Abbildungen aus und wichtig ist, das gelbe Center zeigt nach oben. So. Also bei mir ging das jetzt ganz schnell. Es kann sein, dass du den Algorithmus nochmal wiederholen musst, vorher den Würfel eben nach einer der Abbildungen ausrichtest. Und wie gesagt, falls du den Sonderfall hast mit mit einem Kantensteinpaar oder 3 Kantensteinpaaren, die gedreht werden müssen, dann nimm bitte nochmal diesen hier extrem langen Algorithmus, um die Steine zu kippen und gegebenenfalls danach deinen Stein nochmal neu auszurichten, wenn du dann zum Beispiel 2 Kantensteinpaare hast, die passen, und den dazugehörigen Algorithmus auszuführen. Ich zeige das jetzt nicht nochmal, weil ich es ja beim weißen Kreuz schon mal gezeigt habe. Nun wollen wir die gelbe Fläche vervollständigen, indem wir die Ecken korrekt einfügen. Dafür richte bitte deinen Würfel nach einer der Abbildungen aus. So, bei mir wäre es in dem Fall diese. Und nun kannst du die Ecken kippen mit dem folgenden Algorithmus. Jetzt sind noch nicht alle Ecken korrekt. Das heißt, wir müssen den Würfel wieder nach einer der Abbildungen ausrichten. In dem Fall wäre es bei mir diese und wiederholen den Algorithmus. Und wir machen das so oft, bis alle Ecken richtig sind. Also jetzt haben wir die gelbe Fläche komplett gelöst. Nun schaust du mal, dass du so viele Ecken wie möglich hier schon an die richtige Stelle drehst.
Also ich konnte die obere Ebene jetzt so drehen, dass bei mir 2 Ecken schon richtig sitzen und diese beiden Ecken müssten noch getauscht werden, die Ecksteine. Solltest du nur eine Ecke finden, die du richtig platzieren kannst, ist das auch nicht weiter schlimm. Dann fängst du erstmal mit 2 der anderen falschen Ecken an und tauscht die und kümmerst dich anschließend um die verbleibenden 2 Ecken. Also du richtest, wenn du 2 Ecken, wie gesagt, gefunden hast, die tauschen können, bei mir wären das die 2 Ecken, dann richte deinen Würfel nach einer der Abbildungen aus und führe die Drehungen so durch, wie sie eingeblendet sind. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Mein Würfel ist schon fertig. Ich wollte dir eigentlich noch zeigen, wie man die restlichen Kantensteine löst. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach im dritten Teil. Das ist jetzt auch gar nicht mehr viel. Also, wir sehen uns gleich wieder in einem ganz kurzen dritten Teil zum Sonderfall Kantensteine. Bis gleich!